Mobilität ist das Kennzeichen unserer modernen Gesellschaft. Doch wie wird sie aussehen, unsere Mobilität von morgen? Was wird uns bewegen? Und welche Auswirkungen hat das auf unseren Alltag, die Umwelt und unsere Gesellschaft? Wir sehen uns an, welche Entwicklungen weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen von Mobilität stattfinden. Wir stellen Fragen und treffen kluge Köpfe, die darauf Antworten haben und schon heute an den Innovationen für morgen arbeiten. Wir besuchen Österreichs erste energieautarke Landwirtschaft. Wolfgang, ich glaube, fürs Tanken hast du schon länger nichts gezahlt, oder? Nein, wir haben eigentlich noch nie was gezahlt. Wir laden alles mit der Sonnenstrom, was direkt von der Photovoltaik kommt. Oft in der Nacht, wenn der Batteriespeicher voll ist, können wir das Auto genauso anstecken. Und ist eine herrliche Geschichte. Wir treffen Menschen, die an autonomen Fluggeräten arbeiten und Schritt für Schritt an Lösungen forschen. Natürlich funktioniert nicht immer alles gleich und man muss tüfteln, man hat auch Rückschläge. Aber genau diese Ziele, an die man glaubt und die man immer wieder dann trotzdem erreicht, geben einem dann Energie, auch diese Rückschläge zu akzeptieren. Und viele Rückschläge, muss man sagen, sind auch wieder richtungsweisend für die Zukunft, denn so geht's nicht, also muss es ein anderer Weg sein. Und was passiert eigentlich mit alten Autobatterien? Und dann drängt sich ja die Idee auf, kann ich das nicht in dieser Mobilitätswende einen zweiten Leben der Batterie noch geben und sie sinnvoll einsetzen? Ein Supermarktbetreiber erzählt von Energielösungen. Und im Ende, also ganz zum Schluss der Kette, wären die Autos dann dafür da, um das Netz zu stabilisieren. Also wenn wir dahin kommen, dann haben wir die Energiewende geschafft. E-Bike-Pannenhelfer wissen ganz genau, weshalb Zweiräder manchmal mehr sind als vier. Und wo zeigen sich für dich die Unterschiede zur normalen Pannenhilfe? Wir sind wirklich viel innenstädtisch unterwegs. Wir sind schneller bei den Mitgliedern als mit den Autos. Wir können zu den Stoßzeiten den Verkehr ausweichen über die ganzen Radwege. Es hat natürlich einen Fitnessaspekt für uns natürlich auch. Es hat Kollegen gegeben, die in dem Fahrradbahnendienst fitter geworden sind durch das E-Biken. Ja. Das sehen wir in Zahlen und in Studien sehr gut, dass es im Großteil der österreichischen Bevölkerung schon ein sehr großes Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit gibt und auch das Wissen dahinter ist, dass gehandelt werden muss, wenn wir die Klimaziele vor allem erreichen wollen. Und wir treten ein in die Welt der künstlichen Intelligenz. Und es kommt natürlich dann auch ganz stark darauf an, in welchem Kontext diese KI eingesetzt wird. Ja. Wenn es darum geht, Gesichter aus Fotos zu erkennen und die dann einer Person zuzuordnen, ist das eine unkritische Geschichte. Wenn dasselbe System aber eingesetzt wird im Straßenverkehr, im autonomen Fahrzeugen, um ein Stoppschild zu erkennen, da muss das Vertrauenslevel natürlich schon sehr, sehr viel höher sein. Und dieses Vertrauen steigt mit dem Wissen, vermittelt von Menschen, die in einem Problem eine Herausforderung sehen. Hallo Marco. Hallo, buongiorno nach Österreich. Ich habe das Glück dann gehabt über die Jahre, dass ich Menschen getroffen habe, die immer Lösungen gewusst haben und nicht immer, was nicht alles geht, erzählt haben. An der Mobilität von morgen wird schon heute gearbeitet. Auf der ganzen Welt gibt es spannende Innovationen, die unseren Verkehr und die Art, wie wir uns fortbewegen werden, nachhaltiger, effizienter und sicherer machen. An Land, zu Wasser und in der Luft. Motion, das Innovationsmagazin des ÖAMTC.